Die Kleinunternehmerregelung kann eine tolle Sache sein. Du weist keine Umsatzsteuer auf deine Rechnungen aus, du machst keine Umsatzsteuervoranmeldung, du machst keine Umsatzsteuererklärung, also einmal im Jahr die Erklärung musst du auch nicht machen und du zahlst auch keine Umsatzsteuer. Generell hast du nichts mit dem ganzen Thema Umsatzsteuer zu tun. Warum ich die Kleinunternehmerregelung trotzdem nicht mag und den allermeisten von euch davon abrate, das habe ich in diesem Video, was ich jetzt oben rechts einmal verlinke, schon erklärt. Hier an dieser Stelle soll es um einen ganz zentralen Nachteil gehen, und zwar das sogenannte Reverse Charge Verfahren. Das Reverse Charge Verfahren sorgt dafür, dass man nicht als leistender Unternehmer die Umsatzsteuer abführt, sondern als Kunde. Normalerweise ist es ja so, wenn ich eine Leistung für dich erbringen würde, also ich berate dich, dann kostet das beispielsweise 1.000 Euro, dann schicke ich dir eine Rechnung, zumindest wenn du Unternehmer in Deutschland bist, mit meinem Nettobetrag plus der Umsatzsteuer. Also beispielsweise 1.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer sind dann 190 Euro und du bekommst eine Rechnung über 1.190 Euro. Das ist ja der Normalfall. Es gibt aber Konstellationen, bei denen nicht ich diese Umsatzsteuer quasi auf die Rechnung schreibe und dann ans Finanzamt abführe, sondern du als Kunde. Und das Ganze nennt sich Reverse Charge Verfahren. Das hat man vor allem dann, wenn man als deutsches Unternehmen Kunde ist bei Unternehmen aus dem EU-Ausland. Die allermeisten Online-Plattformen haben ihren Sitz irgendwo im EU-Ausland. Neben Google und Facebook und Amazon auch Etsy und Airbnb und Upwork und so weiter. Diese ganzen Unternehmen, die haben ihren Sitz irgendwo im Ausland, meistens irgendwo im EU-Ausland, in Luxemburg, in Irland, in Zypern, was auch immer. Und immer wenn du als deutsches Unternehmen irgendwas einkaufst bei diesen Unternehmen, seien es nun Lizenzgebühren oder Werbeleistung oder was auch immer, dann hast du eine Rechnung, die dem Reverse Charge Verfahren unterliegt. Und das führt dann dazu, dass du die Umsatzsteuer für diese Unternehmen in Deutschland abführen musst. Einfaches Beispiel. Du schaltest Werbung auf YouTube für 1.000 Euro. YouTube hat seinen Sitz in Irland, also Google hat seinen Sitz in Irland. Du zahlst 1.000 Euro für diese Werbeleistung an Google in Irland und musst neben diesen 1.000 Euro noch einmal 190 Euro, also 19%, an das deutsche Finanzamt abführen. Das ist das sogenannte Reverse Charge Verfahren, Umkehr der Steuerschuldnerschaft auf Deutsch genannt. Das ist in den allermeisten Fällen überhaupt gar kein Problem für dich, weil du als regelbesteuerter Unternehmer ja auch einen Vorsteuerabzug hast. Das heißt, du führst diese 190 Euro ab, aber hast zum gleichen Zeitpunkt einen Vorsteueranspruch in gleicher Höhe, also über 190 Euro. Das heißt, deine Umsatzsteuervoranmeldung sieht letztendlich folgendermaßen aus: oben Umsatzsteuer 190 Euro, unten Vorsteuer 190 Euro, 190 Euro minus 190 Euro sind 0 Euro. Du musst nichts bezahlen. Deswegen ist das kein Problem. Wenn du aber Kleinunternehmer bist, dann zahlst du auch 1.000 Euro für die Werbeleistung an YouTube oder Google. Du musst trotzdem diese 190 Euro, also diese 19% Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, hast aber keinen Vorsteuerabzug, weil du als Kleinunternehmer tatsächlich keinen Vorsteuerabzug hast. Das heißt, du musst für alle Gebühren, alle Werbeausgaben, alle Ausgaben, die du bei Unternehmen tätigst, die im Ausland, im EU-Ausland ihren Sitz haben, musst du in Deutschland jeweils noch einmal die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Punkt, aus, Ende. Du hast keinen Anspruch darauf, dir diese Umsatzsteuer irgendwie wieder erstatten zu lassen. Das solltest du wissen. Und du kannst dich natürlich trotzdem dafür entscheiden, die Kleinunternehmerregelung zu wählen. Überhaupt gar kein Problem. Dann solltest du aber wissen, wie du diese Umsatzsteuervoranmeldung als Kleinunternehmer denn eigentlich abgibst. Und genau das wollen wir uns jetzt einmal anschauen auf meinem Bildschirm. Das heißt, ich nehme dich mit auf meinen Laptop und wir klicken uns einfach mal bei Elster Online gemeinsam rein. Denn du hast als Kleinunternehmer noch ein zusätzliches Problem. Nicht nur, dass das Finanzamt dich nervt und 19% nochmal extra haben möchte, sondern die Softwarelandschaft lässt dich auch im Stich. Ich kenne kein Online-Buchhaltungsprogramm, bei dem du als Kleinunternehmer Umsatzsteuervoranmeldung abgeben kannst. Das heißt aber nicht, dass du darauf verzichten darfst. Du musst das trotzdem machen. Du musst es dann halt über Elster Online machen. Und dann ist auch egal, ob du Selfdesk benutzt oder Lexware benutzt oder irgendwas anderes. Wenn du in den Einstellungen deines Accounts einstellst, du bist Kleinunternehmer, ist meistens die Funktion der Umsatzsteuervoranmeldung einfach deaktiviert. Und dann hast du gar keine Möglichkeit, als Kleinunternehmer Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, um diese Reverse Charge Umsatzsteuerbeträge tatsächlich zu melden. Und deswegen müsstest du das dann, wenn du solche Fälle hast, immer über Elster Online machen. Und dafür kannst du dieses Video jetzt nehmen. Und damit sehen wir uns gleich wieder. Wir befinden uns hier im Dashboard von Elster Online und wir brauchen als Kleinunternehmer, wenn wir jetzt unsere Umsatzsteuermeldung abgeben möchten, einmal die Formulare für die Umsatzsteuervoranmeldung, also für die unterjährlichen Meldungen und dann einmal im Jahr die Umsatzsteuerjahreserklärung. Und beides wollen wir einmal anschauen.
weil beides ehrlicherweise auch sehr ähnlich aufgebaut ist. Die Formulare finden wir auf der linken Seite unter Formulare und Leistungen und dann einmal alle Formulare, und wenn wir dann ganz nach unten scrollen, sehen wir hier die Umsatzsteuer. Das heißt, hier sehen wir die Formulare, die für die Umsatzsteuer entscheidend sind, und dann auch die Umsatzsteuervoranmeldung. Die Umsatzsteuervoranmeldung ist die Umsatzsteuermeldung, die wir während eines Jahres abgeben müssen, was du auch machst als Kleinunternehmer, wenn du Reverse Charge Leistungen beziehst. Dann wählen wir das Kalenderjahr aus, das aktuelle Jahr ist 2025, und klicken auf Weiter. Wir könnten jetzt noch Daten übernehmen, zum Beispiel aus dem Vorquartal, wenn wir das im vorherigen Quartal schon mal gemacht haben. Dann übernimmt er die Daten aus der letzten Umsatzsteuervoranmeldung. Das ergibt deswegen Sinn, weil du dann zum Beispiel den Namen deines Unternehmens, den Sitz, die Steuernummer und so weiter nicht mal neu eintragen musst, sondern das Ganze einfach aus dem Vorquartal übernehmen kannst, weil wahrscheinlich hat sich dein Name seit dem letzten Quartal nicht verändert. Ich gehe erstmal weiter ohne Datenübernahme und sehe dann den typischen Aufbau eines Elster-Formulars. Und zwar sehe ich hier oben die 3 Schritte: erstmal Daten eingeben, dann kann ich das Ganze nochmal prüfen und dann direkt über Elster Online an das Finanzamt senden. Ich sehe hier in der Mitte die Möglichkeit, alles Mögliche einzutragen, und wenn ich hier links einmal auf diesen runden Button klicke, sehe ich auch die Struktur des Formulars. Also die Umsatzsteuervoranmeldung ist in 11 Bereiche eingeteilt. Die brauchen wir nicht, weil wir als Kleinunternehmer natürlich eine sehr, sehr einfache Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Wir haben ja letztendlich eigentlich nur ein einziges Feld auszufüllen. Was wir aber auf jeden Fall ausfüllen müssen, ist erstmal hier oben den Zeitraum. Das heißt, für welchen Zeitraum machen wir jetzt die Umsatzsteuervoranmeldung? Das macht man typischerweise monatlich oder quartalsweise. Ich nehme hier jetzt einmal das zweite Kalendervierteljahr. Kann ich noch sagen, ob es eine berichtigte Anmeldung ist, ob ich Belege dazu einreichen möchte. Normalerweise nicht. Wenn du das erste Mal abschickst, auf keinen Fall berichtigt. Wenn du dann Fehler machst bei der ersten Meldung, kannst du tatsächlich das Ganze einfach normal machen. Einfach nochmal duplizieren, Fehler ausbessern und dann hier einen Haken setzen. Machen wir nicht. Belege musst du auch nicht standardmäßig einreichen. Wenn das Finanzamt irgendwelche Belege sehen möchte, dann werden sie dir die Belege schon einreichen. Das musst du jetzt nicht im vorauseilenden Gehorsam machen. Dann gibt es hier nochmal Angaben zum Wechsel von der Kleinunternehmerregelung zur Regelbesteuerung. Ist zumindest jetzt für unsere Standard-Umsatzsteuervoranmeldung nicht relevant. Und dann geben wir hier unten einmal das Land ein, also das Bundesland, und die Steuernummer, die du bekommen hast vom Finanzamt. Das Finanzamt wird dann automatisch ausgefüllt, und dann gehen wir in den zweiten Bereich. In dem zweiten Bereich geht es um die Angaben deines Unternehmens. Das heißt, wie heißt dein Unternehmen eigentlich? Bezeichnung, Name, Vorname. Wenn du Einzelunternehmen bist, heißt dein Unternehmen in der Regel so, wie du heißt, also einfach Name, Vorname. Dann, wenn du bereits eine Wirtschaftsidentifikationsnummer bekommen hast, füllst du die hier aus. Die sind noch nicht vollständig vergeben. Das heißt, wenn du noch keine bekommen hast, dann kannst du das einfach leer lassen, und dann geht es um die Adresse. Das heißt, wo genau ist dein Unternehmen registriert? Eventuell ein Postfach, wenn du das hast, und den Kontakt. Das musst du nicht ausfüllen, beschleunigt aber halt manchmal einfach die Kommunikation. Ich trage hier tatsächlich regelmäßig meine E-Mail-Adresse ein, weil ich hoffe, dass der Finanzbeamte, wenn er dann Fragen hat, keinen Brief schickt, sondern eine E-Mail schreibt. Hat bisher leider noch nie funktioniert. Ich werde es weiterhin versuchen. Telefon fülle ich nie aus, weil ich nicht möchte, dass mich jemand anruft vom Finanzamt. Und dann im zweiten Bereich geht es um die Mitwirkung und Beratung. Das heißt, wenn du einen Steuerberater hast, dann kann hier der Steuerberater eingetragen werden. Das führt dann dazu, dass das Finanzamt sich bei Rückfragen nicht bei dir meldet, sondern bei deinem Steuerberater. Da du dieses Tutorial jetzt hier gerade schaust, gehe ich davon aus, dass du keinen Steuerberater hast, weil sonst wäre das ein Job deines Steuerberaters, hier jetzt das Ganze auszufüllen. Und wenn du Steuerberater bist, dann solltest du dieses Tutorial zumindest nicht brauchen. Deswegen überspringen wir diesen ganzen Bereich und gehen zum nächsten Schritt. Und hier sind wir schon beim Inhalt des Formulars. Und hier wollen wir jetzt nie einfach durch jeden einzelnen Schritt durchklicken, weil für dich als Kleinunternehmer ist das Ganze eigentlich ziemlich irrelevant. Und dafür gehen wir einmal in die Struktur und schauen uns an, was brauchen wir überhaupt. Und das große Problem bei Kleinunternehmern ist ja, wie ich gesagt habe, das Reverse Charge Verfahren. Das heißt, Reverse Charge Verfahren, Umkehr der Steuerschuldnerschaft, oder auch bekannt als 13b Umsätze. Warum 13b? Weil diese Reverse Charge Regelung einfach in Paragraph 13b Umsatzsteuergesetz geregelt ist. Und wenn wir hier auf die Übersicht schauen, sehen wir hier schon Leistungsempfänger als Steuerschuldner, also Reverse Charge, 13b Umsatzsteuergesetz. Das heißt, das ist unser Problem als Kleinunternehmer, und deswegen klicken wir einfach direkt hier in den 5. Bereich, um da reinzuspringen. Und dann sehen wir hier, dass wir genau 3 Möglichkeiten haben, wo wir Informationen eintragen können. Und für dich in den allermeisten Fällen wird das Feld 30 entscheidend sein. Hier geht es nämlich um sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 2 Umsatzsteuergesetz. 3a Absatz 2 ist B2B-Geschäftsbeziehungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmens. Beispielsweise, du schaltest für 1.000 € Werbung auf YouTube. Das ist nämlich ein
im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiges Unternehmen. YouTube mit Sitz in Irland. Aber wie gesagt, das gleiche gilt genauso für Etsy, für Airbnb, für Amazon und so weiter, für Adobe, für Microsoft. In ganz, ganz vielen Fällen hast du solche Ausgaben und dann musst du tatsächlich hier die Höhe der Ausgaben eintragen. Also beispielsweise für 1.000 Euro Werbung geschaltet auf YouTube. Das sind dann 1.000 Euro Ausgaben, also Umsatz, die der Geschäftspartner mit dir gemacht hat. Und dann musst du hier einmal die Bemessungsgrundlage, also den Nettobetrag, den du denn tatsächlich gezahlt hast, eintragen und dann selbst darauf die Steuer berechnen. Die Steuer ist in dem Fall fast immer 19%. Das heißt, du nimmst einfach 19% von dem Betrag, der hier steht, sind in dem Fall 190 Euro und trägst das Ganze ein und siehst dann hier quasi die Steuerschuld, die du als Kleinunternehmer noch zu leisten hast. Dann der Vollständigkeit halber gibt es hier noch einmal Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen. Das lasse ich hier an der Stelle einfach mal weg. Das sollte kein alltägliches Thema bei dir sein. Und dann noch einmal andere Leistungen. Es gibt immer Hilfetexte, die nicht immer besonders hilfreich sind, aber hier einfach nur, damit du es gehört hast, es gibt ein paar 13b Reverse Charge Umsätze, die einen anderen Auslöser haben als die internationalen Geschäftsbeziehungen. Da ist relativ häufig das Thema Bauleistungen. Also wenn du Bauleistungen erbringst und für jemanden anderen, der Bauleistungen erbringst, arbeitest, quasi als klassischer Subunternehmer, dann ist eure Geschäftsbeziehung untereinander, also zwischen euch, tatsächlich auch eine Reverse Charge Leistung und das müsstest du dann jeweils hier eintragen. Ein anderes, häufigeres Beispiel ist die Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen. Also wenn du als Reinigungsunternehmen für andere Reinigungsunternehmen als Subdienstleister arbeitest, ist das tatsächlich auch ein Reverse Charge Umsatz und den müsstest du jeweils hier eintragen. Du merkst aber schon, das sind eher die Ausnahmefälle und deswegen meine ich, du wirst in den allermeisten Fällen nur hier Feld 30 ausfüllen und zwar einmal die Bemessungsgrundlage und einmal die Steuer und damit war es das ehrlicherweise auch schon. Wenn wir jetzt auf die nächste Seite gehen, sehen wir schon, hier geht es schon um andere Themen und tatsächlich war es das denn tatsächlich auch. Du hast normalerweise als steuerpflichtiger Unternehmer jetzt ja die Möglichkeit, diese 190 Euro an anderer Stelle in der Umsatzsteuervoranmeldung nochmal anzutragen und quasi wieder geltend zu machen. Das machst du hier bei Bereich 7 abziehbare Vorsteuerbeträge. Da siehst du nämlich auch entsprechend einmal Vorsteuerbeträge aus Leistung im Sinne des Paragraph 13b Umsatzsteuergesetz. Genau die Umsätze, die du weiter oben im Formular schon eingetragen hast, könntest du hier auch eintragen. Das heißt hier 190 Euro. Das darfst du als Kleinunternehmer allerdings nicht. Deswegen müssen wir das hier leider wieder rausnehmen und du hast keinen Vorsteuerabzug. Denn als Kleinunternehmer bist du jetzt tatsächlich schon fertig und du kannst zur Berechnung springen und siehst dann hier die Berechnung deiner Umsatzsteuerschuld. Und zwar siehst du hier einmal ganz oben die 190 Euro. Du siehst keine abziehbaren Vorsteuerbeträge und das führt dann zu einer Umsatzsteuervorauszahlung, also einer Nachzahlung für die Umsatzsteuer für dich als Kleinunternehmer in Höhe von 190 Euro. Und das war es ehrlicherweise auch schon. Du gehst dann auf nächste Seite, kannst das Ganze noch einmal überprüfen und dann direkt in Elster Online an das Finanzamt übermitteln und ganz wichtig, dann bekommst du keinen Steuerbescheid, sondern du musst zum gleichen Zeitpunkt den hier ermittelten Betrag selbstständig an das Finanzamt überweisen. Also ohne Aufforderung, du bekommst keinen Nachweis, du bekommst gar nichts. Du ermittelst hier den Betrag, du sendest ihn an das Finanzamt und überweist den Betrag quasi idealerweise gleich direkt im nächsten Schritt, dass das Finanzamt das Geld so früh wie möglich dann hat, weil es gibt sowas wie einen Bescheid bei der Umsatzsteuervoranmeldung einfach nicht. Und das ist genau das, was du als Kleinunternehmer unterjährig machst für jeden Monat oder jedes Quartal, machst du diese Meldungen, ermittelst quasi die Umsatzsteuer, zahlst sie an das Finanzamt und einmal im Jahr bist du dann verpflichtet, noch eine Umsatzsteuerjahreserklärung fürs gesamte Jahr zu machen. Das heißt, unterjährig die ganzen Voranmeldungen, einmal im Jahr nochmal die Umsatzsteuerjahreserklärung und auch die schauen wir uns einmal an. Dafür gehen wir einmal zurück zur Startseite, sagen einmal ohne Speichern verlassen, gehen dann noch einmal auf Formulare und Leistungen, auf alle Formulare, wieder zum Thema Umsatzsteuer und sehen dann auch hier die Umsatzsteuererklärung. Die Umsatzsteuererklärung ist das, was wir einmal im Jahr machen. Das kann ich logischerweise noch nicht für das Jahr 2025 machen, weil das Jahr 2025 noch nicht vorbei ist. Das heißt, das kann man immer erst machen, wenn das Jahr abgelaufen ist und dann hast du in der Regel 7 Monate Zeit. Das heißt, bis zum 31. Juli des Folgejahres musst du diese Umsatzsteuererklärung einmal abgeben. Und dann klickst du hier einfach auf Weiter, sagst auch einmal mit Datenübernahme oder ohne Datenübernahme fortfahren. Dann kannst du auswählen, ob du irgendwelche Anlagen brauchst. In den meisten Fällen ehrlicherweise nicht. Das heißt, du gehst auf den Hauptvordruck Umsatzsteuer 2a, klickst auf Weiter, auch als Kleinunternehmer alles und dann ist der Aufbau ein bisschen umfangreicher, aber im Wesentlichen sehr identisch. Das heißt, wir sehen hier die Struktur der
Umsatzsteuererklärung. Die besteht aus 13 Bereichen. Auch hier wieder allgemeine Angaben. Dann bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt, also dein Steuerberater. Dann Angaben zur Besteuerung von Kleinunternehmen. Das musst du als Kleinunternehmen ausfüllen. Da musst du nämlich eintragen, wie hoch ist dein Umsatz im vergangenen Jahr gewesen, also im Jahr vor dem Jahr, für das wir hier jetzt die Steuererklärung machen, und wie hoch erwartest du deinen Umsatz im laufenden Jahr. Das wird sich allerdings jetzt verändern im Jahr 2025, weil die Steuererklärungspflicht ist grundsätzlich abgeschafft worden, wenn du keine Reverse-Charge-Umsätze hast, und die ganze Mechanik der Kleinunternehmerregelung wurde ja auch zum 01.01.2025 überarbeitet. Das heißt, es kann gut sein, wenn du dich jetzt einloggst und eine Steuererklärung machst, dass dieser dritte Bereich anders aussieht oder tatsächlich vollständig weggefallen ist. Es gibt aber noch kein Formular für 2025, deswegen weiß ich noch nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Deswegen wundere dich nicht, wenn das leicht anders aussehen wird in Zukunft. Und dann geht es tatsächlich hier schon um die umsatzsteuerpflichtigen Lieferungen, sonstige Leistungen und so weiter. Das heißt, dann geht es jetzt hier schon um die Inhalte der eigentlichen Umsatzsteuererklärung. Und da suchen wir einfach direkt wieder 13b, weil alles andere ist für uns als Kleinunternehmer irrelevant. Und hier sehen wir im Bereich 9h der Leistungsempfänger als Steuerschuldner, klicken wieder drauf und sehen tatsächlich dann wieder unsere altbekannten 3 Felder. Die haben natürlich jetzt hier eine andere Nummer, aber in der Umsatzsteuererklärung sieht das im Wesentlichen identisch aus. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese 1000 Euro Werbeeinnahmen, die wir eben schon in der Umsatzsteuervoranmeldung angegeben haben, auch tatsächlich die einzigen Reverse-Charge-Leistungen waren, die wir bezogen haben, dann wäre für das gesamte Kalenderjahr der Betrag auch hier 1000 Euro und der Umsatzsteuerbetrag 190 Euro. Und da können wir dann einfach direkt draufklicken und haben das dann damit quasi erledigt. Und die ganzen anderen Felder sind für dich als Kleinunternehmer irrelevant. Wir haben keine abziehbaren Vorsteuerbeträge, leider immer noch nicht. Wo wir aber noch was eintragen sollten, ist in Bereich 13. Und zwar im Bereich 13 geht es um die Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer. Das heißt, wie viel musst du denn jetzt tatsächlich bezahlen, wenn du einmal im Jahr noch die Umsatzsteuererklärung machst? Und da sehen wir einmal die Berechnung, da sehen wir hier unsere 190 Euro, dann sehen wir unsere nicht existenten Vorsteuerbeträge. Wir sehen hier unten aber auch das Vorauszahlungssoll 2024. Das heißt, wie viel Umsatzsteuer haben wir eigentlich für 2024 schon gezahlt? Und weil wir ja für diesen Reverse-Charge-Umsatz schon unterjährig eine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht haben, haben wir ja schon die 190 Euro gezahlt. Das wäre jetzt hier unfair, wenn wir sie jetzt am Jahresende noch einmal zahlen müssten, weil wir haben sie ja schon bezahlt. Und deswegen trägt man hier den Betrag ein, den man an Umsatzsteuer tatsächlich unterjährig schon gezahlt hat, und dann berechnet er das, was wir jetzt noch zu zahlen haben, ist in dem Fall nichts, weil wir haben ja alle Umsätze schon im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung tatsächlich übermittelt und gezahlt, und dadurch ist tatsächlich die Umsatzsteuerjahreserklärung eher so eine Formalie, die nicht wirklich dazu führt, dass wir tatsächlich auch noch Umsatzsteuer zahlen müssen. Und damit sind wir auch am Ende der Umsatzsteuerjahreserklärung. Das heißt, wir klicken jetzt noch einmal auf alles prüfen, können uns das anschauen und auch hier direkt an das Finanzamt übermitteln. In diesem Beispiel müssten wir entsprechend halt nichts mehr bezahlen. Wir sind aber unserer Verpflichtung nachgekommen. Wie du siehst, ist die Umsatzsteuervoranmeldung und auch die Umsatzsteuererklärung für Kleinunternehmer kein riesiger Aufwand, zumindest wenn man weiß, wo man klicken muss und welches Feld man ausfüllen muss. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann lass es mich gerne im Kommentarbereich wissen und ich versuche dir dann da gerne weiterzuhelfen. Und wenn du ein Buchhaltungsprogramm brauchst oder einen Steuerberater, der das in Zukunft für dich erledigen kann, oder ein Bankkonto oder was auch immer, dann schau mal in der Videobeschreibung vorbei, da sind alle meine Empfehlungen verlinkt. Ich verlinke es dir aber auch gerne noch einmal hier. Und jetzt wird es Zeit, den Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst du nichts mehr, wenn sich steuerlich irgendwas ändern sollte, oder du schaust einfach sofort direkt jetzt eins der weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.